Morgen, ihr Lieben. Heute ist der 30. Oktober. Wir hatten gerade Zeitumstellung. Was jetzt nicht unbedingt gut ist für die Baustelle, weil damit wird es um eine Stunde früher dunkel, nämlich täglich. Wir wollen also auf alle Fälle noch das kleine zweieckige Flachdach schaffen, bevor wirklich der Winter eintrifft, damit das Haus tatsächlich vollständig trocken bleiben kann. Also schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei dem Video. Also, damit ihr wisst, über welches Flachdach, Dreiecksdach wir geredet haben, das ist das hier, dieser Ausschnitt. Der beinhaltet Teile des Wohnzimmerbereichs und der Küche. Hier wird die Küche sein und hier drüben ist der Technikraum. Der wird auch mit diesem Flachdach abgedeckt. Auf manchen Drohnenaufnahmen war es schon ersichtlich. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich hoffe, dass wir das heute ein bisschen vorantreiben können. Wir brauchen ein leichtes Gefälle in diese Richtung. Die Entwässerung müsste aber dort rausgehen. Das ist aber der höchste Punkt. Wir werden sehen, wie wir das schaffen. Hallo ihr Lieben, wir sind mittlerweile jetzt am Gerüst oben. Wir wollen jetzt das fertig machen. Also die Konterleitung, wie ihr seht, fehlen ja noch ein paar. Das machen wir jetzt gerade, da sind noch Nägel drinnen, die tun wir raus. Dann kommt dieses schwarze Nageldichtband drauf und dann machen wir den Rest. So, Zentimeter. So was ganz genau schon, ja? Fast ein Zentimeter. Okay. Dieses Blech muss da drüber schauen. Ja. Dann kann ich da hinten auch nach hinten so, wir stemmen gerade das erste Loch für den ersten Sparren. Der wird dann hier hineinstehen. Jetzt machen wir die Auflagefläche für die Sparren. Wie ihr im Hintergrund hören könnt, werden sie gerade geschnitten auf die jeweilige Länge. Jeder Sparren hat eine andere Länge. Je weiter wir nach hinten kommen, umso kürzer werden sie. Ich habe da jetzt 55. Passt, von der Wand weg. Weil so verdrahtet ist. Ah. Ja, wir sind fast fertig. Wir brauchen da drüben noch 2 Balken. Hier der kurze wird gerade geschnitten, da hinten, das ist wirklich ein sehr kleines Stück. Den wir auch gleich machen. Genau, mit den 5 Meter schauen wir, wie das hier ausgeht. So, die Balken sind alle drin. Wir fangen schon mit dem Zuschalen. Es kommen schon die Raubretter drauf. Ja, hallo ihr Lieben. Für heute ist Schluss. Wir haben die Hälfte schon zugebrettert. Die Hälfte hier vorne lassen wir noch frei, weil wir da noch eine Zwischenmauer und auch hier noch eine Zwischenmauer morgen hochmauern müssen. Wenn die hochgezogen ist soweit, dann machen wir hier auch Bretter drüber. Bis morgen. Guten Morgen ihr Lieben. Ich bin momentan noch zu Hause, aber es geht gleich los. Wir fahren wieder auf die Baustelle. Heute fahre ich mit meinem Schwiegervater mit, damit die Leni später nachkommen kann. Sie ist heute nämlich arbeiten. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen heute das
Flachdach, das dreieckige Flachdach vervollständigen, fertig machen, Folie drüber, damit das auch endlich dicht ist. Dann ist endlich das gesamte Haus dicht. Sonst bleibt noch übrig, dass wir die Abdichtung vom Fundament fertig machen, das Bitumen flemmen. Und falls es ausgeht, könnten wir auch schon die Stützen, die Abstützung für die Mauerbank machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Einige von euch haben uns darauf hingewiesen. Danke für den Hinweis, Sie hatten das auf alle Fälle am Schirm. Nur eben, es gibt auch andere Prioritäten, unter anderem das Haus dicht zu bekommen, weil solange noch keine Schneelast drauf ist, hält die Mauerbank das so auch aus. Also, dann begeben wir uns auf die Baustelle und ich wünsche euch somit viel Spaß bei dem Video. Ja, ein großes Thema sind natürlich noch die Dachfenster. Wie ihr seht, ist es hier drin relativ dunkel und da ist aber die Giebelwand noch gar nicht drin und hier hinter mir ist auch noch nicht ganz ausgemauert. Das heißt, es wird hier drin noch viel dunkler, sobald die Mauern drin sind, die Giebelwände. Daher sind eben die Dachfenster noch ein großes Thema für uns, aber das ist eine riesen Kostenfrage. Die sollen aktuell 2.100 Euro pro Stück kosten. Das ist für uns einfach nicht drin. Es gab zum Beispiel den Vorschlag in den Kommentaren, kleine Gaupen zu bauen. Der Gedanke gefällt uns nicht so gut. Es wäre vielleicht eine gute Lösung, aber wir finden das jetzt optisch nicht so ansprechend. Das war durchaus einmal Mode, ich weiß, und es gibt viele Häuser auch in der Gegend, die Gaupen besitzen, aber wir persönlich wollen das nicht. Die Südseite zum Beispiel wäre gar nicht möglich, eine Gaupe zu bauen, weil wir die vollflächig mit Photovoltaik bedecken wollen. Und die Nordseite, eine Gaupe an die Nordseite, da geht es wirklich rein nur um den Lichtfaktor. Wir brauchen einfach Licht herin und nur deshalb wollen wir keine Gaupe bauen, obwohl wir damit natürlich auf günstigere Fenster zurückgreifen könnten. Aber für uns ist das keine Option. Also geht einfach das Suchspiel weiter, wie mit allem momentan. Ich habe 4 verschiedene Lieferanten angeschrieben bezüglich einer Dachbedeckung. Wir wollen ein Pfannenblech, ein Blechdach montieren und da kriegt man aber auch nicht wirklich vernünftige Preise. Also wir wissen momentan nicht, wie es weitergehen soll mit den Baumaterialien. Alles, was wir bis jetzt verarbeitet haben, hatten wir schon längst eingekauft und eingelagert. Einfach damit, weil wir schon wussten, dass das sonst kritisch werden würde, aber mittlerweile haben wir den Punkt erreicht, wo wir einfach kein Baumaterial mehr haben und ab jetzt dann zukünftig eben einkaufen müssen. Und da geht es unter anderem um die Heizung, da geht es um Dachfenster, um alles möglichen Dinge, die alle utopische Preise bekommen haben in der letzten Zeit, und deshalb wird es jetzt ein bisschen schwierig auf der Baustelle. Das wird alles ein bisschen ins Stocken geraten, das Bauvorhaben, aber das ist nun mal so. Damit muss man leben und damit muss man rechnen, und es geht trotzdem voran und wir halten euch auf den Laufenden. Ja, wir sind so gut wie fertig mit diesem Dach, mit der Schalung. Müssen wir noch die Folie drüber machen. Dann sind wir dicht mit dem ganzen Haus. Die Fundamentabdichtung haben wir auch gemacht. Hauptsächlich der Andreas.
das Bitumen, Bitumen geflemmt, genau. Also wir sind fast bereit für den Winter. Hallo ihr Lieben, heute ist viel vorangegangen wieder. Ich war jetzt am Vormittag nicht da, bin nur jetzt am Nachmittag dazu gestoßen, weil ich Dienst hatte. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, was alles vorangegangen ist. Von innen. Es ist zu. Genau, die zwei tun jetzt gerade noch die Folie drauf, also dass es wirklich dicht ist. Und das war es dann schon für heute. So, jetzt kommt noch diese Abdeckung drauf, so wie am großen Dach auch. Die wird drauf getackert. So, das ist der Endspurt für heute. Die Folie ist drauf, wir schauen jetzt noch die Konterlattungen. So ihr Lieben, für heute ist Schluss, es ist schon dunkel. Ah ja, wie ihr sehen könnt, da hinten haben wir schon eine der Kameras montiert, die andere ist hinten in der Garage. Somit sind wir hier wieder auf der sicheren Seite, hoffentlich zumindest. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, schreibt uns was in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. So, hallo ihr Lieben. Hallo. So, ja, bei uns ist heute Aufräumen angesagt, weil am Sonntag feiern wir das Gleichenfest, die Gleichenfeier, das Richtfest. Jeder nennt es wie er will. Auf alle Fälle ist das am Sonntag soweit. Ja. Wir sind vorgestern dicht geworden mit dem gesamten Haus. Die Dachstühle sind fertig, sowohl das Flachdach als auch das Satteldach. Also gibt es was zum Feiern. Genau. Ja, dann bleibt dabei und schaut uns zu, wie wir fleißig aufräumen und dann später das Fest feiern. So, wir haben schon mal da angefangen, das Holz gescheit hinzustellen, das abzudecken. Da müssen wir das alles noch machen. Wir brauchen ja noch da 8 Stück Konterlatten auf jeden Balken. Dann brauchen wir noch welche, die werden jetzt alle rauf und die restlichen dann auch da unten hinschlichten. Ja, der Gabriel schaut gerade, dass der Traktor funktioniert und dass wir mit dem nach hinten fahren können. Ja, also wir werden jetzt hier noch sauber machen, kehren, Sachen sortieren oder aussortieren, was entsorgt gehören. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich schon bei der Gleichenfeier. Richtig. Also bis dann. So. Jetzt startet unsere Gleichenfeier. Als erstes wird der Segen gesprochen und danach haben wir ein bisschen eine Verköstigung für die Gäste da. Und dann gibt es vielleicht noch eine Begehung, schauen wir uns das Haus ein bisschen an und das war es dann eh schon. Also, viel Spaß beim Zuschauen. So, ja, also im August vor einem Jahr haben wir angefangen mit den Abrissarbeiten. Das erste Neue, was wir dazu gemacht haben, waren die Streifenfundamente, die Fundamentplatte. Die Streifenfundamente haben wir im Oktober gegraben. Heute ist der 6. November. 6. November, ein Jahr danach. Und jetzt haben wir das Dach endlich dicht. Jetzt sind wir froh. Und das wollen wir jetzt ein bisschen feiern, auch mit den näheren Verwandten, Bekannten. Schön, wir freuen uns mit euch. Super. Jawohl. Wie hast du jetzt mal bitte? Genau. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so Ja. arbeiten umsonst die daran bauen. Genau. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset eure Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Also wenn wir heute hier zusammensitzen dürfen, Danke, sind wir lieber Gott. unseren Herrn von Herzen dankbar, dass er uns behütet hat, die Kraft und die Mittel geschenkt hat.
auch vor Unfällen bewahrt hat und dass das Haus steht und es ist bedeckt soweit, es kann nicht mehr reinregnen. Und so wollen wir natürlich immer danken, erstrangig. Das heißt, ihr habt selber Catering gemacht, praktisch das Haus halt über Frühling. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Ja, hallo. Also jetzt haben wir alle gegessen, jetzt sind wir schon bei der Nachspeise. Tee, Kaffee, ein bisschen noch plaudern. The world is yours, strike them with your gold. Jedes Real, was dann eine Go on now, wenn wir rauskommen, dann kann man nicht mehr einen. be fine. Muss alles fix fertig sein. Live your life, dream big, don't forget Fensterbrillen to waren schon be drin. kind. Noch ein Dutzend reingekommen. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. New ideas can be pleasantly overgrown. You know where to go if you follow that heart. One step at a time. We all play our part. Go out now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget to be kind. Hallo ihr Lieben. Hallo. Ja, das war's mit unserer Gleichenfeier. Ein bisschen ein Zeitraffer haben wir euch aufgestellt, aber großartig ist nichts geschehen. Wir haben einfach geplaudert über den Baufortschritt und wie es weitergehen soll und was man halt so redet mit Verwandten, Bekannte. Genau. Und wir haben sich vorgestellt, wie es in einem Jahr wohl aussehen wird. Sind wir gespannt, wir hoffen dann, also wir haben halt so gesagt, ja, wäre super, wenn wir beim nächsten Treffen eben dann in einem Jahr schon herinnen wären und es einigermaßen soweit wäre. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich. Ich denke, dass wir im Sommer schon hier unten möglicherweise einziehen können. Dass das Obergeschoss noch nicht fertig sein wird, ja, das nehmen wir aber in Kauf. Hauptsache, wir müssen keine Miete mehr zahlen, weil das ist dann doch ein Geld, was uns dann monatlich mehr übrig bleibt für den Ausbau im Obergeschoss. Also so ist der Plan aktuell, Untergeschoss einzugsfertig zu machen und dann schön langsam das Obergeschoss auch fertig zu machen. Da geht halt noch mal ein bisschen Geld drauf, weil das große Badezimmer wird oben sein. Das kostet auf alle Fälle viel Geld. Deshalb machen wir das vielleicht dann Schritt für Schritt. Ganz genau. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert uns was und sonst bis zum nächsten Mal.